E-Pianos für Anfänger. Wir schauen uns hier 3 E-Piano-Sets an, die gleich mit passendem Stativ angeboten werden. Das sind alles Portable-Pianos, die kennen wir ja auch, die haben wir alle schon getestet. Und diesmal haben wir die eben als Set. Das kann man auch so komplett kaufen. Also man muss sich auch überlegen, wenn man als Anfänger jetzt so das erste Piano kauft, wo stelle ich das eigentlich drauf? So, Küchentisch kann man machen. Ist nicht besonders toll. Ja. Da kann man auch so ein X-Stativ kann man kaufen. Das ist nicht deutlich besser, Nee. würde ich sagen. Muss man auch mit den Händen aufpassen ein bisschen. Ja, genau. Und da ist es natürlich eine gute Idee, wenn man die einfach mal so komplett dahin stellt. Und Genau. da schauen wir uns an, was da aus dem Karton kommt. Und wie es klingt und wie sie spielt. Das verrätst du mir, Yassin Korchi von der Online-Musikschule Music to Me. Genau. Wieder mal als Versuchskaninchen. Ja. Ja, ich glaube, wir legen los. Also was haben wir hier überhaupt? Wir haben einmal das Yamaha P145, dann haben wir hier das Gewa PP3 und das hier, dieses kleine Piano, ist das Roland FP10. Die liegen alle im Preisbereich so um die 500 €, sogar unter 500 €, wenn man nur das Portable kauft. So, also da muss man also vom Preis her noch mal ein bisschen was einplanen, ne? Also das werden wir auch gleich noch im Detail sehen. Ich glaube, wir legen einfach mal los und spielen die an. Am besten immer das gleiche Beispiel. Okay, ich glaube, wir sagen erstmal gar nichts dazu. Ja. Und du gehst gleich weiter hier. Das war jetzt übrigens das Yamaha P145 und hier kommt jetzt das Gewa PP3. Okay. Und dann würde ich sagen, gleich das nächste. Ich rück mal rüber. Das Roland FP10. Tja, die fand ich alle ganz gut. Ja. Also man muss ja immer noch bedenken, das sind ja Instrumente für weniger als 500 €. Das Ja. ist so die wirklich unterste Klasse, Ja. die man als Einstieg, so für den Einstieg kaufen kann. Ja. Wobei das hier das günstigste ist. Also wenn ich das jetzt gerade als letztes gespielt habe, hier finde ich halt diesen cineastischen Klang irgendwie ganz schön, so diesen so mit so einem bisschen Ja, ich verstehe. da ist schon so ein ziemlicher Hall drauf, ne? Das ist jetzt irgendwie ganz schön, so Filmmusik-Sachen, ne? Und da kann man schön spielen. Und es ist ein sehr intimer Klang, also sehr so jetzt vielleicht nicht so ganz für die lauten Sachen, sondern eher so leise und mittellaut, ja. Genau. Okay, wir können ja mal dann gleich weitermachen. Wie findest du das Spielgefühl? Spielgefühl finde ich ganz schön hier. Hier habe ich so eine angeraute Tastatur. Das hat mir jetzt gut gefallen. Das hatte ich jetzt, glaube ich, bei den anderen Das haben beiden. diese beiden nicht. Ja, das merke ich natürlich sofort, auch wenn ich natürlich so irgendwie wenn ich vielleicht auch mal so Sprünge habe irgendwie Ja, und dann ja. vielleicht mal hin und her rutsche und dann habe ich hier wirklich sitze ich ziemlich In der Sicherheit, ne? Ja. Das ist ein Feature, was, glaube ich, auch in der Preisklasse nicht alltäglich ist und finde ich gut und habe ich auf den schwarzen aber nicht. Das muss man, Echt?
Ja, die sind leicht angeraut. Die sind etwas leichter angeraut. Ja. Aber so auf den weißen, das hilft auf jeden Fall Das schon ist mal. hier auch zum Beispiel leicht angeraut bei den schwarzen, aber nicht bei den weißen. Ja. Naja, das ist schon ein anderes, ist schon ein Unterschied. Ja. Immerhin gibt es hier Ivory Touch, so nennt sich der Spaß. Finde ich schon auch ein tolles Ausstattungsmerkmal. Hier kommt noch ein Merkmal hinzu, da ist eine Druckpunktsimulation. Also das heißt, das ist immer ein ganz guter Test. Das ist jetzt keine deutlich spürbare Grenze da drin, aber man spürt schon leicht diesen Punkt und da kann man den auslösen. Also man merkt schon so, also wenn ich jetzt auch so langsam spiele, dass ich sehe, okay, ich kann den Druckpunkt relativ schnell spüren und weiß irgendwie, wie ich von der Gewichtung das machen muss. Also da du vom Klavier kommst, ist das wahrscheinlich auch etwas sehr Vertrautes, weil das ist ja eine Simulation, die eben in Richtung akustisches Klavier geht. Ne? Also in so eine Tastatur, wo eben der Hammer eben bereit ist, jetzt kann ich den Ton auslösen. So, ne? Und das ist zum leise Spielen ist das halt sehr schön, da man den so pianissimo schön ansteuern kann. Also vom Spielgefühl finde ich es jetzt eigentlich ganz schön. Ja? Also hier kann man den gleichen Test ja machen. Hier haben wir keine Druckpunktsimulation, da kommt der Ton sofort. Aber trotzdem können wir hier mal gucken, ob aus dem Tastenweg denn das sich auslösen lässt. Das ist nämlich nicht der Fall. Da kommt es, okay. Diesen Punkt muss man dann hier natürlich irgendwie, so vermuten. Ja. Weil es eine Druckpunktsimulation, also spürbar, nicht gibt. Aber okay, funktioniert auch. Also das hat ja auch mit der Repetitionsfähigkeit was zu tun. Genau. Den Test machen wir hier jetzt auch. Gucken wir uns das hier an. Hier haben wir auch keine Druckpunktsimulation, aber da kann man auch aus dem Tastenweg sogar den Ton auslösen. Hoppla. Funktioniert auch gut. Also repetieren können die alle. Das ist schon mal gut. Ich frage mich immer, wer den ganzen Tag da sitzt und repetiert. Wahrscheinlich so eine Repetiermaschine, ja. Kleiner Witz, aber egal. Wir machen vielleicht noch den Klassik-Test und ich spiele kurz ein Beispiel mal durch und dann kannst du ja mal hören, was du rausfindest. Alles klar. Ich fange auch hier an. Ja, muss ich ein bisschen drauf üben, habe ich das Gefühl. Okay. Also die leisen Töne konnte ich nicht so super ansteuern, aber trotzdem, hat man ja gehört bei auch die lauten Passagen. Bis zu dem Pianissimo wieder. Das geht also, kann man schon machen, ja. Ich fand eigentlich das Yamaha so von allem so ganz gut, so Klang und Spielgefühl. Das war mir so, wirkte für mich so am ehesten so das, was mir so gefallen hat. Ja, ja, ich probiere noch mal die andere, die Diabelli-Variation. Ja, sogar leise kann man spielen, ja, das geht. Der Klang ist halt schön, der Klavierklang ist halt super. Der ist schön füllig, das muss man sagen. Ja. Ich probiere das hier beim Gewa. Das ist mir jetzt da auch gut gelungen. Ich finde, der Klang auch okay. Also jetzt in dem Vergleich, der ist natürlich anders. Wäre ja blöd, wenn alle Pianos gleich klingen. Ja. Ich probiere den anderen noch mal. Ja, auch schön. Also im Vergleich so jetzt von dem Gewa zu hier habe ich ein bisschen mehr Nuancen im Klang. Hier habe ich eher so einen gleichbleibenden Sound, der in den verschiedenen Tonlagen eher ähnlich ist. Und hier habe ich mehr, oben in den Höhen, im Diskant habe ich mehr diese Feinheiten, im Bass habe ich diese Tiefe. Das merke ich so ein bisschen. Ja.
Also die Präzision. Spiele hier noch mal vielleicht. Also ich finde den näher, der ist ein bisschen weiter weg gefühlt und der ist ein bisschen näher dran. Der Sound. Direkter, der hat mehr Wärme Ja. und ist fülliger, finde ich. Und die Wärme geht nicht weg, wenn man hier oben spielt. Ja. Also klingt schon. Das ist schon toll. Ich meine, man darf die Preisklasse nicht vergessen. Ja. Ne? Ich probiere es jetzt mal da. Ja, stimmt, man darf die Preisklasse ja nicht vergessen. Also so Stücke kann man dann natürlich schön drauf spielen. Ne? Die sind, haben eine gewisse Weichheit oder Sensitivität. Ne? Aber ich fand jetzt, ich muss hier schon auch Power geben, damit ich diese Lautstärkeunterschiede besser rausarbeiten kann. Ja, das hatte ich auch das Gefühl. Also man kann mehr Kraft in die Tastatur reingeben, bis man wirklich was vom Klang zurückbekommt. Das ist also mehr Raum da drin. Dennoch, also es spielt sich hier schöner als auf den beiden. Das stimmt, ja. Aber vom Klang her finde ich, dass Yamaha irgendwie wenn man das direkt anspielt, ist das eigentlich sofort schön. Sehe ich tatsächlich ähnlich. Ja? Also vom Spielen hier ist es cool, aber so der Klang und so und auch diese Direktheit zieht mich eher hierhin. Gut. Das lassen wir erstmal so stehen. Also ist ja ein interessanter Eindruck. Das kriegt man erst dann raus, wenn man die mal nebeneinander stehen hat. Auch so, wie sehr unterschiedlich die klingen. Ein bisschen zur Technik und zur Ausstattung. Also die liegen jetzt so im Preis so recht beieinander. Man bekommt, das ist mir beim Spielen aufgefallen, ich gehe mal hier rum, da bekommt man dann diese kleinen Fußtaster. Das ist dann eben das soll das Sustain-Pedal sein? Das soll ein Sustain-Pedal sein, genau. Ich finde das wirklich nicht toll. Das spielt sich auch nicht schön damit. Das funktioniert, aber es ist nicht schön. Da muss man ein Zubehör kaufen. Und das kostet dann auch noch mal 70 € mehr. Oder man erweitert dieses Stativ. Dann gibt es noch mal so eine Pedaleinheit mit allen 3 Pedalen. Und das kriegt man eigentlich, das finde ich sehr schön, hier bei dem Geber dazu. Das ist dann alles, cool, alles drin. Sogar mit so einer schönen Pedallyra gemacht. Und damit spielt es sich auch gleich anders. Ja, definitiv. Ja, beim Roland haben wir leider auch dieses Ding. Ja. Gut. Man muss sagen, also wir finden sowas natürlich eigentlich überhaupt nicht gut, ne, ist klar. Aber auch hier muss man natürlich sehen, das sind absolute Budget-Instrumente. Genau. Da muss natürlich der Hersteller ein bisschen gucken. Ich finde es jetzt von Gewa toll, dass jetzt beides dabei ist. Ne? Also quasi nicht nur die Pedale in einem richtigen Pedalform, sondern auch hier mit dieser Lyra, also mit diesem Pedalgestell. Das wertet es natürlich dann schon auf. Also wenn es wirklich um jeden Euro geht, da muss man natürlich ein bisschen gucken. Absolut. Ja. Das ist wenn man total anfängt, dann hat man ja vielleicht auch noch nicht mal so ein Klavierorker. Ja. Gehe ich mal davon aus. Ja. Und das ist halt, gut, kann man auch erstmal einen Küchenstuhl nehmen. Man wird aber feststellen, dass das nicht so toll ist. Ja. Weil die Sitzhaltung dann auch nicht richtig toll ist. Und da kann man auch nicht lange spielen. So, das merkt man ja. Aber du hattest eben Budget gesagt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Hier sind wir bei einem super Budget. Und man bekommt wirklich diese tolle Ausstattung und noch eine Kleinigkeit, nämlich wenn man das Gewa PP3 kauft, so als Portable Piano, dann bekommt man auch noch mal so ein richtiges Pedal dazu. Ah, okay. Das sogar halbpedalfähig ist. Also das ist schon toll. Cool, ja. Das ist dann einfach dabei. Also das ist ja mit 4 Schrauben gelöst aus dem Stativ und dann kann man damit unterwegs sein. Das ist auch schon eine tolle Sache. Sehr gut. Ja, das kann man mit allen natürlich machen, aber gut. Da hat man halt diese Fußtaster und da muss man eben noch mal dann so, ich glaube, hier kostet das dann 40 € und da kostet es 70 €. Muss man halt dann ein bisschen einplanen. Ja, also
man kann sagen, mit so einem Fußtaster kann man eigentlich nicht wirklich Klavier spielen. Ich find's, Würde man von abraten, auf jeden Fall. Ich finde es gruselig, ja, um ehrlich okay, zu sein. ja, Nein, es ist nicht schön. Ja. Also da finde ich auch bei dem Preis, es kostet ja so als Portable Piano ohne das Stativ so knapp 500 €. Da darf das schon dabei sein. Hier liegen wir ja unter 400, irgendwas bei 300. Da würde ich sagen, okay, bei dem Budget, Schwamm drüber. Ja. Gut. Von der Ausstattung her sind die alle sehr, sehr ähnlich. Für jedes Piano gibt es so eine Piano-App, die man umsonst sich runterladen kann für Android und für iOS-Geräte, für Smartphone und fürs iPad. Das ist dann komfortabler zu bedienen. Also das ist auch recht ähnlich bei allen, dass die, Moment, wo ist es? Hier kann man es sehen, genau, wenig Bedienfeld. Ja. Und dann wird halt die Tastatur als Bedienelement benutzt. Das kann man machen. Sobald man in die tieferen Einstellungen rein möchte, wird es dann schwierig. Ohne Handbuch ist man da verloren. Und dann ist so eine Remote-App eben viel, viel praktischer, finde ich. Ja. Ja, dann... Notenständer ist, glaube ich, auch überall dabei. Ja, genau. Ein Notenständer ist dabei. Das ist ja auch Standard bei jedem Instrument. Und so ein Netzteil für den Stromanschluss. Das ist immer so dabei. Und da bekommt man schon, ich finde, tatsächlich bei dem Yamaha schon einiges geboten. Ja. So. Willst du mal so deinen Favoriten mit den Vorteilen mal aufzählen hier in der Dreierrunde? Ja, also wichtig ist für mich das Spielgefühl und der Klang. Und nur das Spielgefühl reicht auch nicht aus, also es muss beides gefallen. Also gehe ich meistens erstmal vom Klang aus. Und wenn ich jetzt vom Klang her gehe, dann finde ich das Yamaha P145 wirklich von allen dreien hier das bessere Modell. Ja. Der Klang gefällt mir einfach, weil diese Wärme und trotzdem ist der kräftig und brillant und hat auch sogar ein schönes Pianissimo. Wunderbar. Ja. Ja. Was ist deine Meinung? Also, wenn man mal jetzt vom Klang erstmal zunächst mal weggeht, visuell gefällt mir das Geber am besten. Also so diese ganze Oberfläche, dieses matte Schwarz ist schön. Ja. Hier diese beleuchteten Tasten ist irgendwie cool. Auch mit dieser Hinterbau ist ziemlich breit, also es wirkt dann doch ein bisschen wertig für diese Preisklasse. Also das muss man natürlich auch sagen, wenn man da irgendwie was haben will, was ein bisschen was hermacht, dann ist das natürlich schon ein Ticken besser. Von der Tastatur hat mir das Roland am besten gefallen. Geht mir auch so. Ne? Durch diese angerauten Tasten, das ist einfach schönes Spielgefühl. Der intime Klang war gut, aber ich würde auch sagen, das Gesamtpaket ist halt hier am besten. Der wirklich einfach mit Abstand beste Klavierklang hier aus dem Trio, aber auch alle anderen Sachen sind gut und Tastatur ist eigentlich auch okay und die Verbindung mit der Tastatur, die eigentlich ganz okay ist, mit dem super Klang, macht eigentlich so den Unterschied, würde ich sagen. Da stimme ich absolut zu. Was ich generell praktisch finde, ist, das sind Portable Pianos. Man kann die mit 4 Schrauben eben lösen, aus dem Stativ nehmen und man kann mit einer Band spielen. Genau. Man kann damit unterwegs sein. Das finde ich schon mal gut. Hier gibt es ja noch mal die Option, ich habe es eben gesagt, mit diesem Pedalteil, da muss man eben noch ein bisschen mehr Budget frei machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das noch mit einzuplanen. Und dann hat man wirklich ein richtig nettes, kleines Digitalpiano schon mit einem modernen Look. Also es hat ja dann einige Ausstattungsmerkmale nicht, die man bei einem Digitalpiano hat, wie so ein Tastaturdeckel und so. Ja, also dieses Trio richtet sich also nicht nur an Einsteiger im Pianobereich, sondern auch vielleicht an einen Profi, der ein Zweitinstrument braucht oder Definitiv, das ist der nächste Punkt. Ja. Und da bin ich dann eher bei dem FP10, weil dann gehe ich eigentlich davon aus, okay, im Rechner habe ich Piano VST, im iPad habe ich das Piano Tag und das ist dann noch mal eine andere Kategorie. Da benutze ich eigentlich gar nicht mehr die internen Klänge, sondern nur noch das, was ich im iPad oder im Rechner habe und habe eine super Tastatur da dran. Ja. Und das spielt sich dann auch noch mal ganz anders. Genau, also einfach mal reinschauen in das Trio. Ist auf jeden Fall für verschiedene Spieler eine interessante Sache. Ja. Alles klar.